Heute backen wir ein Brot nur mit Teelichtern. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Jetzt bereiten wir erstmal den Teig zu und das ist so kinderleicht, das kann euch sogar mein Sohn erklären. Wir brauchen 450 Gramm Mehl. Entweder Typ 550 oder Typ 1050. Ihr könnt Weizenmehl nehmen oder natürlich auch Dinkelmehl. Darauf geben wir 2 Teelöffel Trockenhefe auf das Mehl und 1 Teelöffel Salz. Und jetzt erstmal verrühren. Und das war's. Darauf kommen 280 Milliliter Wasser. Ihr könnt die Trockenhefe auch im Wasser auflösen und dann auf das Mehl geben. Ich muss jetzt mit einem Löffel verrühren. Und jetzt mit Hand verkneten. Das reicht schon. Jetzt decken wir den Teig jetzt ab mit ein Stück Folie. Und jetzt stellen wir die Schüssel an einen warmen Ort, bis sich der Teig verdoppelt hat. Und das war's. Tschüss. Mein Teig hat sich verdoppelt. Den brauche ich nur noch falten. Wir brauchen eine Backform. Meine Backform hat einen Durchmesser von 18 cm und eine Höhe von 10 cm. Da streue ich ein bisschen Mehl auf den Boden. Und hier fülle ich meinen Teig ein. So sieht das Ganze jetzt aus. Den Teig decke ich ab und lasse ihn noch mal ein bisschen aufgehen. Mein Teig ist jetzt ein bisschen aufgegangen. Das stelle ich jetzt noch mal zur Seite. Und jetzt bauen wir uns als allererstes unseren Backofen. Dafür nehme ich meine Cocotte. Die hat einen Durchmesser von 24 cm. Rein theoretisch könnt ihr auch einen großen Edelstahltopf nehmen, aber eine Cocotte speichert natürlich ganz anders die Wärme und deshalb eignet die sich perfekt, um einen Ofen zu simulieren. Die Backform darf keinen direkten Kontakt zum Boden haben, sondern wir wollen einen Hohlraum schaffen und die Luft soll am Boden zirkulieren können. Deshalb lege ich hier so 2, ich habe vergessen, wie die heißen. Ihr könnt auch Mutter nehmen und darauf setzt ihr euren Brottopf. Meine Backform hat jetzt keinen Kontakt zum Boden. Die Luft kann also ringsum zirkulieren. Ich habe hier einen Topf, der super die Wärme speichert. Und da kommt jetzt der Deckel drauf. Und jetzt errichten wir uns unsere Heizstelle. Ich benutze dafür 7 Teelichter. Achtet dabei darauf, dass ihr genug Abstand zu den Teelichtern habt, weil wenn die alle Kontakt zueinander haben, entsteht ein riesengroßes Feuer. Deshalb dürfen die Teelichter keinen Kontakt zueinander haben. Die dürfen aber natürlich auch nicht zu weit auseinander stehen, weil die unter dem Topf bleiben müssen. So, das sollte in etwa passen. Ihr braucht in etwa einen Abstand von 7 bis 8 cm bis zum Topf. Ich nehme hier so kleine Teller und kleine Schälchen. Jetzt kommt das Gitterrost darauf. Jetzt kommt unser Topf darauf. So sieht mein Ofen dann aus. Das sieht gut aus. Ich zeige euch das gleich mal von unten. Jetzt mache ich die Kerzen mal an. Die heißeste Stelle bei einer Kerze ist nicht genau am Ende der Flamme,
sondern etwas über der Flamme. Deshalb müssen wir ein Niveau schaffen, sodass die Flamme nicht direkten Kontakt zu unserem Topf hat. Und jetzt kommt mein Topf darauf. Ich hoffe, man kann das sehen. Die Flamme hat keinen direkten Kontakt zum Topf, ist aber unmittelbar unter dem Topf. So lasse ich den Topf jetzt mindestens 3 Stunden stehen. Ihr solltet das jetzt nicht unbeaufsichtigt lassen und am besten habt ihr natürlich einen Feuerlöscher in der Nähe. Kommt bitte nicht in die Versuchung, den Deckel anzuheben, um zu schauen, wie das Brot von innen aussieht. So lasst ihr das jetzt Minimum 3 Stunden stehen. Mein Brot backt jetzt genau 3 Stunden. Ja, das sieht super aus soweit. Ja, die Sache ist, da wir natürlich die Wärme nur von unten bekommen, bleibt das Brot hier oben natürlich matt. Ich drehe das jetzt mal um. Ich nehme jetzt mal ein Messer, das nicht ganz so scharf ist. Wow, aber es ist super aufgegangen. Es ist wirklich super aufgegangen. Da kann man wirklich nichts sagen. Ja, schaut mal, hier von unten ist es ganz kross. Das sieht ja ganz anders aus. So, dann stelle ich das jetzt noch einmal in den Ofen, damit es auch von der anderen Seite ein bisschen Bräune bekommt. Rein damit und ganz schnell wieder den Deckel drauf. So lasse ich das Brot jetzt noch mal ungefähr 1 Stunde zu Ende backen. Jetzt sind die Kerzen natürlich schon ein gutes Stück runtergebrannt. Deshalb entferne ich jetzt die Teller, um den Topf noch mal ein kleines bisschen tiefer zu setzen. Jetzt könnt ihr sehen, dass der Abstand der Flamme zum Topf genauso groß ist wie vorhin, als die Kerzen noch voller waren. So, dann schauen wir mal, wie das Brot jetzt aussieht. Man hört, der Topf ist richtig heiß. Ich entferne jetzt schnell den Ring. Ja. Schaut euch das Brot mal an, das sieht doch wirklich super aus. Das ist jetzt oben, ist das fest, unten ist das schön kross. Das lasse ich abkühlen und dann zeige ich euch das Brot mal von innen. So, das ist das fertige Brot mit Teelichtern gebacken. Ich finde, das sieht super aus. Wirklich richtig schön. Hier ist es ein bisschen hängen geblieben an der Backform, aber damit kann man leben. Dafür, dass ich es mit Teelichtern gebacken habe, finde ich, ist es super aufgegangen. Wirklich ein schön aufgegangenes Brot. Das kriegen manche im Backofen nicht hin. So, ich schneide das mal an. Wow, wow. Boah, Leute, schaut mal bitte, wie weich das ist. Seht ihr das, wie weich das Brot ist? Wahnsinn! Das Brot ist mit Teelichtern gebacken, das darf man einfach nicht vergessen. Super, super toll aufgegangen. Also, wenn uns mal der Strom ausgeht, das ist definitiv eine Möglichkeit, ein richtig leckeres Brot zu backen. Man kann es nicht anders sagen, das Brot ist super geworden. Ich schreibe euch alle Details nochmal in die Infobox, da könnt ihr das nochmal genau nachlesen. Und falls ihr mein Atombrot-Video noch nicht gesehen habt, wie ihr ein Brot über Monate im Glas haltbar machen könnt, dann schaut euch bitte das Video hier oben rechts an. Das könnt ihr aber natürlich nur mit Strom backen, ohne Strom das Blackout-Brot.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da und liked das Video. Damit unterstützt ihr mich und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Vor allem aber hoffe ich, dass ihr alle was mitnehmen konntet aus diesem Video. Ich hoffe, wir werden es niemals brauchen, aber es schadet nicht, das zu wissen. Bis zum nächsten Mal.